Herzlich willkommen im neuen Video. In diesem Video wollen wir uns ausschließlich mit den Schlüsselwörtern oder auch Parametern im SynOCR beschäftigen. Beginnen wir in der YAML-Datei, die nach dem Neuanlegen eines Profiles erzeugt wird, und in diesem findet ihr die Beschreibung der Schlüsselwörter oder auch Parameter, der dazugehörigen Values und dem richtigen Syntax zum Befüllen bzw. zum Erstellen der Regeln. Im unteren Bereich findet ihr dann ein Sample oder eine Beispielregel mit den Parametern, Schlüsselwörtern und Values. Dies ist die Hauptregel inklusive der dazugehörigen Subregel. Diese gehören immer zusammen. Das ist dann diese Subregel. Und darunter dann mögliche Subregeln, die natürlich mehrfach auftreten können, zum Bestimmen der Suchregeln für die gesamte Regel. Falls ihr noch in einem normalen Texteditor arbeitet und das Sample verwenden wollt, entfernt die Raute zur Auskommentierung vor den jeweiligen Zeilen und ersetzt dann die Values durch eure eigenen. Beginnen wir mit der Rule. Die Rule kann einen frei und individuellen Namen haben und sollte oder kann eine Nummerierung beinhalten, darf jedoch nicht mit einer Nummer beginnen, wird durch einen Doppelpunkt beendet, ohne ein dahinterstehendes Leerzeichen. Wichtig ist in dem Falle, dass sie eindeutig ist. Auch alle anderen Parameter haben einen eindeutigen Syntax, hier zum Beispiel mit 4 Leerzeichen vor dem Tag-Name und dahinter einem Leerzeichen und dort unten zum Beispiel 6 Leerzeichen und Doppelpunkt und dahinter einem Leerzeichen. Dies ist extrem wichtig und ist oben im Hinweistext nachzulesen. Ergänzend zur Rule der Hinweis: Im Editor ist die Benennung anders gewählt. Sie besteht aus dem Namen Rule, einem Unterstrich und einer laufenden Nummer, sodass sie fortlaufend mit der Nummerierung sortiert werden. Ich bin der Meinung, dass eine fortlaufende Nummerierung, eine einheitliche Benennung, mehr Vorteile bringt als diese freie Benennung selbst. Natürlich ist es möglich, diese meine, deine, unsere, ihre Regel zu nennen oder der einen spezifischen Namen zu geben. Jedoch ist die Übersichtlichkeit später in Editor oder auch in Textdateien natürlich extrem schwer, da sie schwer zu sortieren und zu finden sind. Funktionieren tun diese natürlich, weil SynOCR diese der Reihe nach abarbeitet. Das Ganze wird im Editor dadurch kompensiert, dass wir jetzt hier eine Kommentarzeile eingefügt haben oder einen Kommentar, den es für jede Rule und Subrule gibt und der natürlich frei gefiltert werden kann. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass man sich gut zurechtfindet und man könnte zum Beispiel die Subrule mit dem gleichen Namen versehen oder Hinweiskommentar wie die Hauptrule. Und dann, wenn man filtert oder kopiert oder verschiebt, findet man sich natürlich problemlos zurecht, da es eindeutig zugeordnet werden kann. Der nächste Parameter ist der Tagname. Der Tagname dient letztendlich nur dazu, um die Dateien nach dem Durchsuchen oder Taggen umzubenennen. Somit kann man, wenn man mehrere davon verwendet, also mehrere Regeln später hat, kann man mit den verschiedenen Tagnames Namen zusammensetzen. Dazu wird es im nächsten Video eine genauere Erklärung geben. Kommen wir zum Target Folder. Der Target Folder ist, wie der Name schon sagt, der Parameter, der dann zum Verschieben der Dateien in die entsprechenden Ordner verwendet werden muss oder kann. Im Normalfall verwenden wir hier Absolutpfade auf der Syn. Wird ein nicht absoluter Pfad verwendet, dann wird der Ordner relativ zum Speicherort, zu dem in GUI angegebenen Speicherort angelegt und die Dateien dann dahin verschoben. Das Ganze könnt ihr nochmal hier nachlesen in der Standard- oder Beispiel-YAML-Datei, die beim Erstellen des Profils angelegt wurde.
Nun zu TechNameRegex. TechNameRegex kann auch verwendet werden, um Dateien zu benennen. Dies hat verschiedene Abhängigkeiten und wir werden dies in dem Video noch genauer erklären, da die verschiedenen Möglichkeiten doch etwas verwirrend sind und man hier einiges beachten muss. Aber das werden wir gleich im Video noch genauer erläutern. Den Parameter Multiline-Regex gibt es zweimal, hier einmal in der Subregel und hier vorne in natürlich unserer Hauptregel. Der Parameter Multiline-Regex macht folgendes: Er bestimmt bei einer Regex, ob über mehrere Zeilen hinweg gesucht werden kann oder darf. Es gibt zwei Möglichkeiten, das ist True oder False für diesen Parameter, also an oder aus. Wird dieser Value weggelassen, dann wird er später im SynOCR durch den Standardwert ersetzt, der in diesem Falle False wäre. Also wie schon beschrieben in den vorhergehenden Videos, nicht belegte Values werden automatisch durch SynOCR ersetzt. Diese könnt ihr im Wiki oder in unserer Beispieldatei finden. Die nächsten Parameter sind erst in einem der letzten Updates hinzugekommen. Das ist zum einen PostScript. PostScript dient dazu, um nach dem Scannen oder dem Durchführen von SynOCR ein Skript auszuführen, ohne einen direkten Befehl. Das könnte zum Beispiel eine Umbenennung durch Substitution von Zeichen sein oder ähnliche. Die nächsten zwei Parameter, Price Call und Price Attachment, ersetzen den nativen Push-Dienst, den es vorher gab im SynOCR, und sie dienen dazu, uns Nachrichten über verschiedene Messenger-Dienste oder E-Mail oder WhatsApp oder Discord zu schicken. Ich blende euch den Link später noch ein. Dort könnt ihr dann sehen, welche Dienste unterstützt werden, und natürlich bei einem Klick auf diesen Dienst findet ihr auch Instruktionen, wie dies zu machen ist. Der letzte Parameter hier wäre der Notify-Length, und Notify-Length dient zu nichts anderem, als dass ihr dort die Sprache einstellen könnt, in der euch die Benachrichtigungen zugeschickt werden sollen. Auch hier gibt es wieder eine Seite im Wiki, die das genau beschreibt, was zu tun ist. Man sieht dann dort, welche Sprachen unterstützt werden und wie diese Sprachen übersetzt worden sind. Also auch hier könnt ihr einfach mal in die Wiki-Seite schauen und euch die Informationen holen, die ihr benötigt. Noch ergänzend für den Price Attachment gibt es natürlich auch hier das Dropdown-Menü mit False und True, und der Standardwert wäre hier wieder False, und falls er nicht gesetzt wird, wird er wie gesagt durch SynOCR mit dem Standardwert False ersetzt. Nun zum Parameter Condition. Der Parameter Condition würde wahrscheinlich ein eigenes Video vertragen, da er doch recht komplex ist. Er bietet drei Values, das ist einmal None, All und Any, und der Standard-Value, der bei Nicht-Ausfüllen durch SynOCR gesetzt werden würde, wäre in dem Falle Any. Beim Value None darf keine der Subregeln erfüllt werden, damit die Hauptregel erfüllt werden kann, vorausgesetzt sie ist erfüllbar. Beim Value All müssen alle Subregeln erfüllt werden, damit die Hauptregel erfüllt werden kann, es sei denn, sie ist erfüllbar. Und beim Value Any muss mindestens eine der Subregeln erfüllt werden, damit die Hauptregel erfüllt werden kann. Dabei werden die Subregeln in der Reihenfolge abgearbeitet. Das Ganze natürlich nur, wenn die Hauptregel erfüllt werden kann. Werfen wir nochmal einen Blick ins Wiki. Dort ist sehr gut beschrieben unter nachstehend eine Beschreibung der Schlüsselwörter, wie die einzelnen Values oder Parameter zu befüllen sind, welche Standard-Values zur Verfügung stehen oder gesetzt werden. Hier findet ihr zum Beispiel das Thema Condition mit nochmal der Beschreibung All, Any und None, wo sehr gut erklärt ist, wie dies umzusetzen und zu handhaben ist. Das nächste ist die Subrule, was kein Parameter ist, sondern einfach nur ein Platzhalter, beziehungsweise SynOCR sagt, jetzt folgt eine Subrule. Und wenn ihr dieses Feld versucht zu befüllen, bekommt ihr eine Fehlermeldung und werdet dann darauf hingewiesen, dass das nicht funktioniert.
Der nächste Parameter ist der Suchstring. Und der Suchstring beinhaltet, wie der Name schon sagt, den Suchtext, der in den Dokumenten gesucht werden soll. Er kann natürlich auch eine Regex beinhalten. Das zeige ich jetzt in dem Beispiel hier. Dort wird halt dann eine Regex eingetragen, die anstatt des Suchtextes zum Suchen verwendet wird. Der nächste Parameter ist SearchType. SearchType hat viele Values. Das ist zum einen der Value Contains beinhaltet und does not contain beinhaltet nicht. Dann haben wir is. Is bedeutet, es ist genauso wie das Suchwort geschrieben und dementsprechend auch is not. Und dann die unteren restlichen starts with, does not start with, end with and does not end with. Ist der Value nicht belegt, das heißt, ist das Feld leer, wird durch SynOCR standardmäßig der Value Contains gesetzt. Das ist der voreingestellte Default-Wert. Es folgt der Parameter regex oder isRegex. Er sagt nichts weiter aus, als dass es sich um einen regulären Ausdruck oder eine Regex handelt und es gibt die Values false and true und der Standardwert wäre hier false. Der Parameter multiline-regex wie in der Hauptrule ist nichts weiter als ein Schalter für diese Funktion, wo man über mehrere Zeilen Suchbegriffe suchen kann. Das erkläre ich im nächsten Video, in dem wir auch diese komplette Regeldatei hier zusammen erstellen werden, die man jetzt hier sehen kann. Der Standardwert für diesen Parameter ist false und falls er nicht gesetzt wird, beziehungsweise wenn das Feld leer ist, wird durch SynOCR automatisch dieser Standardwert, Standard Value gesetzt. Dann haben wir Source. Source bietet uns zwei Values, das ist einmal Content und einmal Filename. Es wird also im Inhalt der Datei, also im Textlayer oder im Filename der Suchstring gesucht. Der Standardwert ist Content, falls das Feld leer bleiben sollte. Der letzte Parameter ist Case Sensitive. Case Sensitive dient dazu, um die Suchwörter im Suchstring hinsichtlich Groß- und Kleinschreibung eindeutig zu machen. In unserem Beispiel hier könnte man zum Beispiel True eintragen und es würde genau Auto und Mustermann in genau dieser Schreibweise gesucht. Wählt man hingegen False, ist es möglich, dass es zum Beispiel ein kleines Auto und ein kleiner Mustermann sein kann. Mit False wird die Groß- und Kleinschreibung sozusagen ignoriert. Der Standardwert wäre in diesem Falle False, falls der Wert nicht befüllt sein sollte. Bevor wir das Thema TagNameRegex noch einmal aufgreifen und genauer erläutern, möchte ich nochmal darauf hinweisen, welche Parameter bzw. Values zu befüllen sind, damit im SynOCR eine Abarbeitung der Regel überhaupt möglich ist. Dazu wechseln wir nochmal in die Beispieldatei, in den Sample und schauen uns das gemeinsam an. Damit eine Rule vollständig beschrieben ist, sind zumindest der Rule-Name, der Tag-Name und der Search-String zu befüllen. Alle anderen Parameter sind optional und können bei Bedarf gesetzt werden oder auch nicht. Die Values zu diesen Parametern findet ihr oben in dem Beispiel oder in unserem Wiki und das könnt ihr das nochmal nachlesen. Bei der zugehörigen oder bei den zugehörigen Subrules ist mindestens der Search-String auszufüllen. An der Stelle der Hinweis, dass es natürlich auch Ausnahmen gibt, gerade in Bezug auf TagName, was man jetzt gleich im Zusammenhang mit dem TagNameRegex sehen kann. Nun nochmal zu dem Thema TagName und TagNameRegex. In diesem Beispiel, welches wir im nächsten Video dann genau uns anschauen, habe ich eine einfache Regex als Suchbegriff verwendet, um die Regel zu vereinfachen. Das heißt, mehrere Regeln in eine Regel zusammenzufassen. Die Ergebnisse der ganzen Prozedur habe ich schon mal vorbereitet und blende sie gleich mal komplett ein, um das Ganze etwas zu vereinfachen und
den Suchlauf nicht jedes Mal dann zusammen durchführen zu müssen. Ja, hier nur die Ergebnisse unseres kleinen Tests. Wenn man also in dieser Regel, die jetzt jemand sehen kann, genau diesen Suchbegriff über diese Regex sucht, entsteht als Umbenennung logischerweise über den Tag-Name Auto als der neue Pfeilname. Trägt man nun in Tag-Name Regex die gleiche Regex, in dem Fall ist es die gleiche, ein, passiert Folgendes. Er findet den Treffer VW auch in der Regex oder in den Tag-Name Regex und setzt für den Suchbegriff VW und ignoriert den Tag-Name selbst mit Auto. Im nächsten Fall habe ich nun im Tag-Name Regex eingetragen. Das ist ein Vorauswahlfeld bei Dropdown und davor dann Auto geschrieben. Jetzt passiert Folgendes. Er findet natürlich wieder im Sub-Search-String und im Tag-Name Regex den Begriff VW und bildet nun aber VW Auto VW. Das bedeutet, dass mit der Suche der Tag-Name Regex und der Kombination Tag-Name mit Tag-Name Regex als Variable darin verschiedene Kombinationen von Text möglich sind. Ja, da bleiben noch die letzten beiden Varianten. Das ist einmal die 4. Position. Das ist dann, wenn er die Hauptregel nicht erfüllen kann, dann würde er Auto Tag-Name Regex schreiben. Das ist der Fallback, der voreingestellt ist. Und im letzten Fall ist es so, dass er gar nichts umbenennt, wenn der Search-String in der Subregel nicht gefunden werden kann. Also das ist dann im Prinzip ohne Name. Also wichtig zu merken, wenn Tag-Name Regex nicht erfüllt werden, also die Hauptregel nicht erfüllt werden kann in dem Fall, dann wird der Fallback angewendet und der heißt dann halt leider Tag-Name Regex. Das war's wieder für heute und ich freue mich, dass ihr dabei wart und würde mich auch freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder zuschauen würdet. Dort geht es dann um eine komplette neue Regel, die wir zusammen erstellen und deswegen bis dahin viel Spaß und tschüss.